Der Blöckenpass ist das erste Highlight unserer Tour, zu der wir euch gerne mitnehmen. Von Kötschdach-Mauten in Kärnten fahren wir zunächst nach Friaul. Ab Tolmezzo folgen wir dem Deganotal bis Sabada. An den südlich gelegenen Dolomiten vorbei kommen wir bis Innischen. Durch das Lesachtal, entlang der Karnischen Alpen, geht's schließlich zurück zum Gailtal. Weit vor Kötschdach-Mauten sind die Karnischen Alpen schon zu erkennen. Da wir Nebenstrecken bevorzugen, fahren wir in Dellach von der Bundesstraße ab. An der Kirche von Mauten beginnt der Anstieg zum Blöckenpass. Die Nordrampe zum Blöckenpass liegt in schöner Natur, ist aber fahrerisch nicht sonderlich spektakulär. Der Pass wurde schon in der Bronzezeit rege genutzt und zur Zeitenwende von den Römern ausgebaut. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war der Übergang bestenfalls mit einachsigen Karren befahrbar. Im Ersten Weltkrieg wurde der Blöckenpass zum Kriegsschauplatz an der österreichisch-italienischen Front. Es kam zu einem Stellungskrieg mit hohen Verlusten. Aus dieser Zeit sind noch zahlreiche Bunkeranlagen, Stollen und Patrouillenwege erhalten. Auf der Passhöhe erinnert heute ein Freilichtmuseum an die Kämpfe. Ohne die Rastmöglichkeiten hier oben zu nutzen, fahren wir weiter und erwarten bald spektakuläre Aussichten. Und tatsächlich werden wir nicht enttäuscht. Die Strecke ist einmalig schön und entspannt zu fahren.
Unten bei Timau angekommen, geht's durch das Valle del Bud, einer tollen Wandergegend. Fahrerisch ist dieser fast kurvenfreie Streckenabschnitt eher langweilig. Die eindrucksvolle Umgebung entschädigt aber und ein bisschen Entspannung tut auch mal gut. Sobald man hinter Tolmezzo ins Deganotal abgebogen ist, wird die gut ausgebaute Strecke wieder interessanter. Forni a Voltri ist die letzte Gemeinde vor der Grenze zu Venetien und damit die nördlichste Gemeinde der Region Friaul. Von hier aus sind es nur noch 11 Kilometer bis Cima Sappada, wo wir eine Pause einlegen werden. Zunächst geht es einen knapp 400 Meter hohen Sattel hinauf, um dann ins Piavetal zu gelangen. Diese Route verläuft zwischen dem Hauptkamm und den südlichen Teilen der Karnischen Alpen. In Cima Sappada angekommen, sieht man zuerst die kleine Kirche Chiesa di Sant'Osvaldo. Sie wurde im Jahr 1732 auf der Scheitelhöhe des Passes errichtet. Der Ort bietet herrliche Ausblicke auf den Monte Creta Forata und den Monte Terza Grande. Die Gemeinde ist eine der wenigen deutschen Sprachinseln in Italien. Leider stirbt mit der Zeit der urtümliche bayerisch-tirolerische Dialekt langsam aus. Nach der Pause geht es weiter nach Westen ins Piavetal. Der Ort Sappada Ploden besteht aus einer 5 Kilometer langen Kette von Weilern mit jeweils eigener Kapelle und dem typischen Brunnen. Der Ort ist, wie die anderen der Region, sowohl im Sommer als auch im Winter touristisch geprägt. Besuchenswert ist die Pfarrkirche St. Margherita. Die barocke Kirche wurde 1779 nach Plänen von Tommaso von Linz errichtet. Wir fahren weiter ins Cadoretal,
eines der schönsten Dolomitengebiete. Dosoledo, umgeben von Almwiesen und Nadelwäldern, liegt im Padula-Tal. Links ist das Felsmassiv der Popera-Gruppe zu sehen. Auf halbem Wege zwischen Dosoledo und Moos lohnt sich ein Stopp an einem Wasserfall. Nach dem unauffälligen Kreuzbergpass gelangen wir in das bekannte Sextental, das in das Pustertal in Südtirol mündet. Es ist ca. 20 Kilometer lang und wird im Südwesten von den Sextener Dolomiten mit mehreren 3000ern begrenzt. Das Sextental endet bei Innichen, das direkt am Naturpark Dreizinnen liegt. Innichen ist ein belebter Urlaubsort, der außer der fantastischen Lage viele Freizeitmöglichkeiten bietet. Die mächtige Haunold-Gruppe der Dolomiten prägt das eindrucksvolle Panorama. Etwas später, auf dem Weg Richtung Osten ins Lesachtal, passieren wir die Grenze Italien-Österreich. Das Lesachtal erstreckt sich parallel zur italienischen Grenze über mehr als 20 Kilometer in West-Ost-Richtung. Größere Ortschaften wie Obertilliach befinden sich direkt an der Geiltalstraße, mit der das dünn besiedelte Tal erschlossen wurde. Die Geil, die hier entspringt, hat eine enge und bis zu 200 Meter tiefe Schlucht geschaffen. Nicht selten gibt es im Talhang Rutsche, die zu Sperrungen und Umfahrungen zwingen. Oftmals bestehen diese Umleitungen wegen der schwierigen Baumaßnahmen viele Monate. Sie führen über enge Forst- und Schotterstraßen, auch mal direkt am Fluss entlang. Ein Glück, dass es nur wenig geregnet hat.
Das Wetter hat sich wieder gebessert und die restlichen Kilometer werden hier wohl trocken bleiben. Die abwechslungsreiche, teils enge Geiltalstraße führt durch urige und gemütliche Dörfer. Es ist mal wieder Zeit, einen kurzen Halt einzulegen. Die Schatten werden langsam länger, als wir uns Kötschdachmauten nähern. So geht leider schon wieder ein schöner Tag auf dem Motorrad zu Ende. Wir hoffen, dass die Tour euch gefallen hat. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.